Wir werden bald Vizima erreichen. Riecht ihr das? Ja. Rauch. Etwas brennt. Schwer und stickig. Wie strohgedeckte Hütten. Verdammt, Geralt, seht! Wir kommen im brennenden Vizima an. Wenn wir die Stadt betreten, werden die Konsequenzen unserer Entscheidung für die Square sofort klar. Alles liegt in Schutt und Asche, das totale Chaos herrscht auf den Straßen und der Orden der Flammenrose will Geralts Arsch. Wir sehen den König, wie er mitten im Getümmel durch die Straßen läuft und sich erstmal einen Überblick verschaffen möchte, und er merkt eigentlich ziemlich direkt, dass er die Kontrolle verloren hat. Und genau in dem Moment versuchen ein paar Anderlinge, Foltest zu töten. Doch ein Held in strahlender Rüstung, nenne ich ihn einfach mal, eilt zur Hilfe, Jack de Aldersberg. Zum ersten Mal sehen wir hier den Anführer des Ordens persönlich. Der Großmeister! Wir sind gerettet! Nach dem Spektakel werden wir vom König ins Schloss gerufen. Er hat eine Bitte. Und welch eine Überraschung, seine Tochter Prinzessin Ada ist wieder mit einem Striegefluch belegt. Nach dem rohen Fleischding auf dem Bankett hätte ich das wahrscheinlich auch ohne Hexalexikon diagnostizieren können. Naja, jedenfalls sollen wir uns drum kümmern. Die königliche Wache de Wett, der uns im Spiel schon des Öfteren mal begegnet ist, lenkt uns hier verdächtig in die Richtung, dass wir die Prinzessin töten sollen, um den Fluch zu brechen. Wir behalten den Mann mal im Auge. Als Foltest jünger war, war er unersättlich. So sehr, dass er seine eigene Schwester geschwängert hat. Ihr Kind starb bei der Geburt, wuchs aber in seinem Sarg weiter heran und kam nur zum Fressen heraus. Dann seid ihr aufgetaucht und habt den Fluch gebrochen, aber offenbar nicht vollständig. Die Rückkehr der Striege beweist, dass die königliche Dynastie verflucht ist. Die Leute sind empfindlich, was solche Zeichen angeht. Kein Wunder, dass Foltest möchte, dass ihr die Striege tötet. Ich dachte, ich sollte den Fluch aufheben. Ihr sollt verhindern, dass die Striege ein Schandfleck für den König wird. Wir machen uns also auf den Weg, um herauszufinden, wo die Striege sich aufhält. Unterwegs treffen wir auf unseren alten Zwergenkumpel Zoltan Schivai. Der war im Spiel auch das ein oder andere Mal zu sehen und bittet uns hier um Hilfe. Wir sollen dabei helfen, die Anderlinge, die sich noch in der Stadt aufhalten und fliehen wollen, zu retten, beziehungsweise zum Krankenhaus zu eskortieren. Gesagt, getan, wir sammeln die Flüchtlinge ein und machen uns auf den Weg zum Krankenhaus. Und hier ist natürlich auch Shani wieder zugange und pflegt die Verletzten. Der Orden klopft an die Tür und will das Ganze beenden, aber dafür ist ja der weißhaarige Monsterjäger da. Wir erfahren auch, dass die Striege angeblich an einem Wachturm in Vizima gesehen wurde und gehen dem Ganzen auf den Grund. Hier treffen wir aber nur auf einen mutierten Soldaten der Salamandra. Das gestohlene Hexakokain hat sich wohl gelohnt. Nach dem ganzen Spektakel finden wir heraus, dass die Striege sich im Sumpf in einer Gruft niedergelassen hat. Also geht's für Geralt wieder in den Sumpf. Wir treffen uns hier mit König Foltest an einer alten Kapelle und steigen dann nachts in die Gruft hinab, um uns der Striege zu stellen. Den Striegenfluch kann man brechen, indem man eine Nacht mit der Striege verbringt. Also nicht das, was Geralt sonst so mit Frauen macht, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel und da denkt ihr an Sex? Ach, was soll's. Zieht euch aus. Hier gibt's dann wieder eine Entscheidung. Die Striege töten oder den Fluch brechen. Ich in meinem Verlauf habe sie nicht getötet, dafür bin ich dann ein paar Minuten im Kreis gelaufen und Foltest war mir am Ende ziemlich dankbar. Nach der wilden Nacht schauen wir uns natürlich noch ein bisschen in der Gruft um und finden hier ein altes Tagebuch. In dem wird beschrieben, wie man den Striegefluch auf die Prinzessin legen kann. Dabei stellen wir fest, dass der Ersteller des Tagebuchs schon seit langer Zeit tot ist. Also muss jemand anderes den Plan in die Tat umgesetzt haben. Zum zweiten Mal. Auf dem Rückweg vom Sumpf treffen wir hier dann zufälligerweise auch de Wett, dem königlichen Bewacher, und der verplappert sich hier ziemlich doof. Ich fand jedoch Hinweise auf einen Verräter im Gefolge der Prinzessin. Habt ihr eine Ahnung, wer es ist? Noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe ein nützliches Tagebuch gefunden. Außerdem kennt Triss Merigold einige hilfreiche Zauber. Ihr solltet mir Ostrits Tagebuch geben. Der Großmeister beherrscht die Magie besser als diese Hexe Merigold. Ich habe nie erwähnt, wessen Tagebuch. Aber zum Teufel damit. Hexer, schließt euch mir an. Verbündet euch mit den Herren einer neuen Weltordnung.
Wir müssen ihn nach seinem netten Angebot wohl oder übel dann hier niederstrecken. Also auf nach Foltest und Bericht erstatten. Nach dem Gespräch bekommt Geralt endlich die Information, die er die ganze Zeit schon haben will. Die Adresse von Asa Yabet. Das Hauptquartier liegt in einem alten Herrenhaus im Sumpf. Wir kämpfen uns hier durch eine Barrikade von mutierten Soldaten und schaffen es dann letztendlich zu Asa Yabet durchzudringen. Und hier war ich dann tatsächlich ziemlich überrascht, als Berengar auf einmal auftauchte, um Geralt im Kampf zu unterstützen. Dass die Entscheidung in Trübwasser dann wohl doch nicht umsonst war, fand ich ziemlich krass. Wir sehen uns wieder, Weißer Wolf. Berengar traf seine Entscheidung. Er wusste, wo sich Yaved versteckte. Er wusste auch, dass ich den Zauberer irgendwann finden würde. Er wusste, für jeden von uns wäre es Selbstmord, Yaved allein entgegenzutreten. Zusammen erledigen wir den Kopf der Salamandra und erfahren hier, die Salamandra waren nur ein Werkzeug, um die Stadt ins Chaos zu stürzen. Ich brauche die mutierten Ritter des Ordens dringend in Vizima und schickt mir mehr von den Misslungenen. Ich kann mir keine Verzögerungen leisten. Antwortet! Yaved ist tot. Hexer Geralt. Rechnet wieder mit mir, Großmeister. Bald. Nach dem Kampf geht es zurück zum König. Wir erzählen ihm hier dann die komplette Wahrheit. Die Salamander haben für den Orden der Flammenrose gearbeitet. Aldersberg war von Anfang an der Kopf der ganzen Sache. Unsere nächste Aufgabe ist es also, Aldersberg im Kloster zu finden. Auf dem Weg dahin stoßen wir wieder mal auf verschiedene Probleme. Mutanten, Ordensritter und selbst Siegfried stellt sich uns in den Weg. Er hat uns nicht mehr ganz so gerne wie damals in den Kloaken. Hier merkt man einfach, was für eine fatale Sektenschiene der Orden fährt. Es gibt kein rationales Denken mehr, nur das, was der Orden sagt, zählt. Und am Ende müssen wir leider Siegfried hier bekämpfen. Fand ich persönlich ziemlich schade, weil eigentlich ist er, glaube ich, ein ganz guter. Aber naja, zu dem ganzen Schlamassel sind überall in der Stadt Barrikaden aufgebaut. Es gibt kein Durchkommen, der einzige Weg zum Kloster führt, wer hätte es anders erwartet, durch die Kloaken. Diesmal nehmen wir uns aber Verstärkung mit. Mit Yevin im Schlepptau geht's dann also wieder ab in die Scheiße. Aber wie ich gelernt habe, gibt's in The Witcher nichts gratis. Wir müssen uns einem sogenannten Zeugel stellen, einem dicken Haufen Müll, der ziemlich viele Tentakel hat. Das heißt also so viel wie Silberschwert raus und rein ins Vergnügen. Ich habe hier tatsächlich auch ewig gebraucht, bis ich das Ding irgendwie mal down hatte, aber naja. Im Kloster treffen wir den Großmeister. Er erzählt uns dann seinen Plan. Er will die Menschen vor dem weißen Frost schützen. Genau die Vision, die der kleine Alvin damals auch hatte. Er will Menschen in Mutanten verwandeln und mit ihnen dann in den warmen Süden ziehen. Na, eigentlich ziemlich nett gemeint, aber eine doofe Umsetzung, wie ich finde. Der weiße Frost kommt näher. Eine Katastrophe, die die Welt unter Schnee und Eis begraben wird. Jede Nacht träume ich von eisigen Einöden und dem Tod der alten Zivilisationen. Ich kenne Edlenes Prophezeiung. Die Katastrophe ist unvermeidlich. Könige führen Kriege, um ihren Einfluss zu vergrößern, während die Elfen zu Terroristen geworden sind und für eine verlorene Sache kämpfen. Die Welt braucht einen Erlöser, einen Mann der Stunde, jemanden, der Feuer in den Herzen des Volkes entfacht. Während des Gesprächs teleportiert er uns dann in seine alternative Zukunft, in seine Vision, wie auch immer. Auf jeden Fall in eine Welt aus Eis und Schnee, vollgestopft mit Monstern. Wir kämpfen uns dann hier durch und bekommen teilweise immer wieder Unterstützung von alten Bekannten. Beispielsweise Ada in Striegengestalt und Vincent Mais als Werwolf. Nach einer Weile im Schneegestöber stellen wir Aldersberg dann zur Rede. Worte helfen hier nicht mehr, wir müssen ihn bekämpfen. Kurz vor dem Todesstoß erscheint der König der wilden Jagd. Hier kommt es dann zur letzten großen Entscheidung im Spiel. Überlassen wir Jack de Aldersberg dem Geisterkönig oder töten wir ihn selbst? In meinem Verlauf habe ich das Schwert selbst in die Hand genommen und musste mich danach noch mit dem Geisterkönig umschlagen. Zieht euer Schwert! Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet Schach vorschlagen. Nach dem finalen Kampf wachen wir dann wieder in der Realität im Klostergarten auf. Bei der Leiche von Jack de Aldersberg finden wir ein Amulett. Komischerweise exakt das Amulett, das wir Alvin in Trübwasser gegeben haben, nur ein bisschen ramponierter. Wisst ihr, was ich beim Großmeister gefunden habe? Einen Dimeritum-Anhänger. Ist es der, den ihr Alvin gegeben habt? Ich weiß es nicht. Er sieht ähnlich aus, aber älter.
Er muss ihn jahrelang unter seiner Rüstung getragen haben. Und hier kommen wir dann zu der Theorie aus The Witcher 1. Alvin hat sich in Trübwasser wegteleportiert, wurde durch Raum und Zeit geschleudert und ist in einer anderen Zeitlinie als Jack de Aldersberg herangewachsen. Die Vision, das Amulett, irgendwie passt hier alles zusammen und die The Witcher Community ist sich da auch ziemlich einig. Alvin ist Jack de Aldersberg. Und mit diesem Szenario endet dann The Witcher 1 auch. Wobei ich sagen muss, fast. Wir bekommen am Ende noch einen kleinen Teaser auf Teil 2. Den lasse ich jetzt gleich einfach mal lauten. Und wenn ihr bei meiner Zusammenfassung zu The Witcher 2 auch dabei sein wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Die Barmherzigkeit des Königs war kurzlebig und sie konnte Misstrauen und Hass nicht völlig auslöschen. Schon bald machten neue Einheiten der Scoia'tael die Wälder und Yevon's Ruhm als Bezwinger des Ordens trieb den Scoia'tael noch mehr junge Elfen in die Arme. Die Zauberinnen konnten keinen Einfluss bei Foltest gewinnen. Das Chaos des Krieges brachte nur Leid. Mit der Zeit normalisierte sich alles wieder. Sowohl Rechtschaffene als auch Verbrecher überlebten. Nur wenige wussten, was in jenen Tagen in Vizima wirklich geschehen war. Das waren jene, die das Schicksal mit Geralt von Riva zusammengeführt hatte. Doch sie beschlossen zu schweigen. Und was geschah mit dem Hexer? Das ist wieder eine andere Geschichte. Temerien und Redanien sind Verbündete. Daran habt ihr nicht wenig Anteil. Nehmt einen prallen Beutel Gold für eure Mühen. Euer Hoheit, Meister, lebt wohl.